Also Death Smash ist wirklich auch für mich selber ein bisschen schwierig in Worte zu fassen manchmal. Obwohl denn das Gefühl, was ich für das Projekt habe, immer das sehr stark und hat auch manche sehr eindeutige Strukturen. Aber ist halt sehr in mir drin alles. Also es geht einfach hauptsächlich darum, dass man eine Welt erkunden kann als Charakter und mit dem Charakter sehr viele Freiheiten hat. Darum geht's. Und dass die Welt aber auch nicht, ja, die soll halt einige neue Facetten haben. Die sollen dann überraschen können. Man soll mitfühlen können mit der Welt. Man soll sich aber auch ein bisschen spielerisch einfach austoben können. Das soll alles zusammenkommen. Also es ist einfach eine Mischung aus vielen Dingen. Sicher ist, dass es dieses Jahr keine Version 1.0 geben wird. Und ob die nächstes Jahr passieren wird, da bin ich mir auch unsicher. Für das komplett fertige Ding, damit es sich gut anfühlt, würde ich bestimmt noch 2 weitere Jahre schätzen. Aber ich bin natürlich daran interessiert, das Spiel auch schon vorher auf irgendeine Weise für die Leute zugänglich zu machen. Was dann aber wieder schwierig ist, weil es ja so einige Story-Elemente hat und die will man den Leuten ja am besten nur einmal geben, anstatt dass sie das schon sehr früh sehen, mehrmals spielen, dann vielleicht schon, dann fehlt denen ja schon die Überraschung, die Ersterfahrung dann beim eigentlichen Release. Also es sind immer noch mehrere Optionen offen, wie das Spiel vielleicht vorher noch zugänglich gemacht werden kann, aber ist nicht so einfach mit dem Projekt. Ja, also ja, die nächsten Monate werden sicherlich auch darüber entscheiden, ob, ob das Team um Deathdash herum wachsen wird oder ob es ein richtiges Team geben wird, also aus mehreren Leuten, die dann für verschiedene Bereiche zuständig sind. Da gibt es auch mehrere Wege, die es nehmen kann. Vielleicht werde ich auch einfach hauptsächlich weiter selber dran entwickeln. Aber vielleicht finden sich auch andere Leute ein. Die Mischung aus, also dass es Gameplay gibt und dass es Story gibt. Also quasi, das ist ja auch immer das generelle Thema bei Spielen. Ne? Ist es ein Gameplay-Spiel oder ist es ein narratives Spiel? Bei Deathmatch wusste ich schon immer, dass es eine Mischung aus beiden wird. Und die Story, die ist mir sehr wichtig, aber ich wusste, dass es ohne dieses Fundament von Gameplay einfach, da würde irgendwas fehlen, wenn man nicht auch gleichzeitig ganz viele Sachen ausspielen könnte, ausprobieren könnte, wenn man halt nicht aktiv wäre, dann würde irgendwas fehlen. Und deswegen war die bisherige Entwicklung von dem Spiel, die ist einfach sehr stark fokussiert halt auf das Gameplay-Fundament zu machen. Weil ich wusste, das braucht man eh. Und jetzt bin ich so langsam an einem Punkt, wo ich mir mehr Kopf wieder um die Story machen kann, ja, wo jetzt beide Welten irgendwie wieder zusammenkommen. Für das Gameplay, da muss immer noch sehr viel gemacht werden, aber zumindest sind schon sehr viele Möglichkeiten jetzt da. Man kann sich visuell einen Charakter machen, Mann, Frau, verschiedene Hautfarben und verschiedene Haarfarben, all der ganze Kram, der möglich ist mit solcher Pixel-Art-Grafik. Da wäre zum Beispiel ja vielleicht 3D auch ein bisschen einfacher gewesen, um sehr viel mehr Variationen haben zu können. Hier muss dann ja alles auch irgendwie mit den Animationen dann nachher abgestimmt werden, weil ja jede einzelne Animation einzeln gezeichnet wird. Aber da wird es, glaube ich, schon einiges an Auswahl geben. Ich stehe immer noch an dem Punkt zwischen den Welten, ne, wenn es um die Finanzierung von dem Spiel geht oder um die weitere Finanzierung. Und das ergibt sich ja immer dadurch, dass mehrere Möglichkeiten da sind. Und ich hatte schon auch recht früh über eine Crowdfunding-Kampagne nachgedacht. Aber dafür sollte das Design des Spiels zumindest an einem Punkt sein, wo es dann nicht mehr ganz große Änderungen gibt.
Und das bei diesem Projekt hat es eben sehr lange gedauert. Und während, also wenn ich eine Kickstarter-Kampagne machen würde, würde ich nicht vorher schon um Geld fragen über sowas wie Patreon und dergleichen. Das wäre für mich irgendwie zweimal gefragt. Und das ist der Grund, warum es da noch nichts gibt. Aber es ist natürlich für mich ist natürlich immer problematisch, das mit dem, ja, äh, ohne irgendein Budget auszukommen. Also ich habe generell über das Spiel noch, ähm, ich bin nicht so selbstbewusst, dass ich sagen würde, oh, ich kriege das alles hin, das wird alles funktionieren, das wird vor allen Dingen alles so super laufen und top passen und der Schwierigkeitsgrad, der wird genau richtig sein zu jeder Stelle vom Spiel. Also da mache ich mir schon sehr viele Sorgen, dass das nachher auch gut zusammenkommt. Das ist so sehr viel Arbeit dann noch und mir fehlt da auch noch die Erfahrung. Also ich sehe ja mein erstes großes Spiel, was ich hier mache. Und ja, ich glaube so gerade so an Rollenspielwerten schrauben und das System so machen, dass es für viele Leute passt, da braucht man viel Erfahrung für. Und die sammle ich gerade erst noch. Also ich hoffe, dass das alles gut hinhaut. Aber Modding ist auf jeden Fall, also ich möchte es nicht ich möchte es noch nicht zu 100% versprechen, aber ich denk dauernd drüber nach und die Tools, die ich entwickle, die werden jetzt auch die gehen auch in die Richtung, dass sie damit kompatibel sind. Und es sind schon einige Tools, äh, der Level-Editor und der Dialog-Editor und einige andere, die sind schon mit der One-Time kompatibel. Also es wird immer noch sehr viel Arbeit sein, das Ganze fertig zu machen, aber es sieht nach einem schaffbaren Aufwand aus. So würde ich es nennen. Also ich fand es super aufwendig, für alles Mögliche so seine eigene Lösung zu finden. Also meine Theorie ist, dass ich um einiges hätte weniger programmieren müssen, wenn ich mich für eine klassische Umgebung entschieden hätte, wie Side-Scrolling 2D oder sehr, sehr striktes Top-Down 2D oder 3D. Bei 3D werden natürlich auch einige andere Aufwand hinzukommen, aber fürs Programmieren selber gibt es halt dafür schon so viele fertige Lösungen und es wird einem von der Engine so viel abgenommen, dass ich zumindest behaupte, von der Programmierung her hätte ich da weniger Aufwand mit gehabt. Das ist jetzt der Kragen, also was er bis jetzt zu sagen hat. Es sind auch noch recht einfache Dialoge. Fängt irgendwo an und dann gibt es erstmal nur so drei Dialogstränge. Das ist ein komplett eigenes Tool. Ja, das habe ich auch schon seit Ewigkeiten, seit ich halt meine ersten Games mit Unity mache. Das waren so Point-and-Click-Adventures, da brauchte ich halt irgendein Dialogtool und habe mir ein eigenes entwickelt. Und weil die vorhandenen Lösungen, die waren einfach die waren zu umständlich irgendwie. Das hat mich so gewundert, es gab kein Dialogtool, wo du einfach nur den Namen und den Text hast, sondern die hatten immer, bei jedem Dialognode waren immer so 1000 Einstellmöglichkeiten dran. Was ja vielleicht dann auch hilfreich ist, aber für die eigentlich, wenn du texten willst, dann willst du doch einfach Sachen runterschreiben. Ne? So. Einfach so mit direkt weiterschreiben. Da ist wirklich noch nicht viel vorhanden. Aber gerade das hatte ich in den letzten Tagen auch gehabt. Für mich war das vorher einfach nur, das war so ein bisschen um 3D zu lernen. Und ich mag hier diese so grobe Texturen draufgehauen auf irgendwas, ohne dass die interpolated werden. Ja, also du kannst ja bei den Grafiken dann einstellen, ob die bilineares Filtering haben sollen und sowas. Und das kannst du halt einfach ausstellen, dann sieht es so aus.
Zusätzlich hier ist jetzt noch so eine, dass die gesamte Szene in so einer Render-Texture passiert, irgendwie wahrscheinlich 300 mal 200 irgendwas Pixeln, so dass die gesamte Szene noch so einen Pixelated Look auch noch bekommt. Zusätzlich dazu, dass die Texturen eh schon sehr grob sind. Also das war die Szene, so war so ungefähr das Erste, was ich mache. Einfach, ich wollte einfach nur ja, ein bisschen rumspielen mit 3D und ein bisschen Räume schaffen und dann fand ich die Optik aber schon ganz interessant so. Und in den letzten Tagen hat sich das für mich dann auch im Kopf zusammengetan. Eigentlich passt es sehr gut in das Death Smash-Universum. Eine andere Art von Spiel, eine andere Art von Perspektive, aber ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, ja genau, genau so passt es rein. Also natürlich muss man dann für jedes Projekt noch ein bisschen anpassen, aber dass ich da diese Inventory hatte und diese Perk, diesen Tech-Tree und da was auswählen konnte und dieses Action Wheel für den Controller, darüber irgendwelche Fähigkeiten auswählen, dass man das einfach so übernehmen kann für das andere Projekt. Das finde ich mal gut. Also es ist wirklich nur so ein Tag im Monat, den ich jetzt damit verbringe. Also meine Intention damit oder was ich damit machen möchte, ist, also für mich selber einfach möchte ich 3D-Welten bauen. Und also Architektur, wie funktioniert das? Wie läuft man dann in diesen Welten rum? Wie sieht man das alles? Aber